Heute gibt es einen schnellen Quick-Tipp, wie deine Reifenpflege länger hält und du das Browning, also das Anlaufen des Reifens, vermeiden kannst. Das A und O vorher ist natürlich die intensive Reinigung des Reifens. Das haben wir euch schon mal in einem extra Video gezeigt. Heute geht es nochmal um einen kleinen Quick-Tipp, der einfach die Standzeit von Reifenpflege deutlich erhöht und verhindert, dass der Reifen braun wird. Du kennst es vielleicht, das nennt man Browning. Also wenn die Reifenpflege anfängt zu verblassen, dass der Reifen ungleichmäßig braun wird. Es kommt dann einfach darum, wenn der Reifen nicht optimal vorbereitet war. Und eine einfache Maßnahme, nämlich das Entfetten des Reifens mit Prepare zum Beispiel, verhindert dieses Browning und lässt deine Reifenpflege deutlich länger halten. Wir starten, indem wir den Entfetter großzügig auf den Reifen sprühen, bearbeiten immer ungefähr ein Viertel und reiben dann mit viel Druck über den Reifen. Achte ein bisschen drauf, dass du nicht so doll über die Felge reibst. Andererseits ist sie ja sauber und da sollte nichts passieren. Und bearbeite so den kompletten Reifen einmal rundherum 1- bis 2 Mal. Und zwar so lange, bis der Reifen gleichmäßig matt und sauber ist. Als letzten Schritt, bevor wir jetzt mit der Reifenpflege oder dem Reifenglanz starten, nehmen wir mit einem separaten Tuch nochmal eventuell Overspray von der Felge ab. Wie gesagt, nicht das gleiche Tuch nehmen, weil du siehst, hier kam noch echt was runter, obwohl der Reifen vorher schon gut aussah. Aber jetzt nach dem Entfetten kam noch mal eine Menge runter. Klar, es wird immer ein bisschen schwarz runterkommen, aber jetzt sehen wir, der Reifen ist schön matt und gut vorbereitet für den Reifenglanz. So, und da haben wir einen perfekt vorbereiteten Reifen für langanhaltenden Reifenglanz. Auftragsmethoden und Reifenglanzmittel gibt es zahlreich, von matt bis glänzend, hochglänzend, knallmatt. Ich nehme ganz gerne was danach aussieht wie neu. Sonax Reifenpfleger verlinken wir euch auch unten. Ich mag diesen krass glänzenden Look nicht, aber am Ende entscheidest du das selber oder auch dein Kunde. Ich finde es ganz praktisch, wenn man hier so einen Applikator zum Reinschlüpfen nimmt, weil man sich da nicht die Finger verkrampft, wenn man irgendwas festhalten muss. Ob du jetzt einen Pinsel, eine Sprühdose, einen Applikator, Mikrofaser, Schaumstoff, whatever, finde deine beste Methode. Aber ich mag das ganz gerne, vor allem, weil ich hier bis zum Rand wirklich Reifenpflege auftragen kann und gerade bei so fetten Reifen wie dem hier auch wirklich gut arbeiten kann. Ich komme auch gut in die Vertiefung durch die Mikrofaser und habe einfach ein schönes Ergebnis. Ich mache jetzt noch mal eine zweite Runde, um einfach wirklich gut in die Vertiefung zu kommen, den Reifen schön zu sättigen. Je früher ich jetzt auch abwische und je weniger Produkt ich verwende, desto matter wird es, muss man immer selber wissen. Also ein bisschen Sättigung darf dann doch schon sein, denke ich. Wir lassen den Reifenglanz jetzt erstmal trocknen, dadurch wird er insgesamt noch mal ein bisschen matter, ist auch logisch. Jeder Reifenglanz ist erstmal, wenn er nass ist, etwas glänzender, einfach durch diese feuchte Oberfläche. Wir können dann noch mal schauen, ob irgendwo vielleicht in der Vertiefung nicht optimal gearbeitet wurde, dann können wir noch mal nacharbeiten. Nichtsdestotrotz, das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Probiert es einfach mal aus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir deutlich längere Haltbarkeiten bei der Reifenpflege haben, egal welches Produkt wir am Ende draufpacken. Ganz wichtig, Reinigung vorweg, gründlich, dann entfetten, dann Reifenglanz drauf und dann wird das auch eine runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes wieder reifen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.